Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Perfect Green, und dieses Video richtet sich an alle Rasenbesitzer, die erst anfangen mit der Rasenpflege, denn ich stelle euch heute unseren Dünge- und Pflegeplan Perfect Green Basic vor. Viel Spaß! Dieses Video richtet sich an alle Neueinsteiger in die Rasenpflege, die auch einen schönen Rasen haben möchten, aber nicht wissen, was sie tun sollen, wie sie es tun sollen und vor allem, wann sie dies tun sollen. Aus dem Grund haben wir von Perfect Green einen Dünge- und Pflegeplan Perfect Green Basic entwickelt. Der richtet sich, wie gesagt, nur an Einsteiger. Seid ihr jedoch schon erfahren in der Rasenpflege und möchtet mehr aus eurem Rasen rauskitzeln, dann kann ich euch auch den Dünge- und Pflegeplan Professional oder sogar den High-End empfehlen. Dazu findet ihr auch ein Video. Los geht's! Ich möchte euch gern mal den Basic Dünge- und Pflegeplan vorstellen. So sieht er aus. Wir haben hier uns sehr viel Mühe gemacht, damit auch ihr es relativ einfach habt und circa 50% von eurem Gesamtpotenzial, was in eurem Rasen steckt, rausholen könnt, mit sehr wenig Arbeits- und vor allem sehr wenig Kostenaufwand. Wir haben hier auch ein paar Erläuterungen drin. Bitte beachtet das, es ist auch sehr wichtig, da stehen wichtige Hinweise drin. Auf der Rückseite bzw. bei euch als PDF einfach runterscrollen, da findet ihr dann hier in diesem Bereich den Pflegeplan. Hier findet ihr einmal die Monate und hier oben findet ihr dann die Art der Tätigkeit, die ihr auszuführen habt oder ausführen sollt und vor allem, wann ihr dies tun sollt. Dann findet ihr hier unten, sind dann noch Erläuterungen. Auf diese Erläuterungen gehe ich jetzt auch noch ausführlich drauf ein, damit ihr auch wirklich schön an die Hand genommen werdet. Weiter unten findet ihr dann unsere Düngeempfehlung, wo wir persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben und auch die Menge der Dünger, die hier abgestimmt sind, beziehungsweise wann ihr dies einsetzen sollt und mit welchem Dünger. Und ganz unten seht ihr dann noch unsere Kooperationspartner, die wir verlinken, beziehungsweise auch ein Rabattcode verfügbar sein wird. Ich hätte gesagt, gehen wir jetzt richtig in die Materie rein. Ich erkläre euch mal den ersten Arbeitsschritt. Wie jede andere Pflanze auch benötigt Gras Dünger. Dünger ist das Essen der Pflanze, so wie bei uns Menschen mit verschiedenen Nährstoffen, braucht auch das Gras verschiedene Nährstoffe. Die Hauptnährstoffe sind NPK. Stickstoff, Phosphor, Kalium. Dann gibt es noch weitere Spurenelemente und die benötigt ein Gras. Das ist schon mal sehr wichtig, damit das Gras grün werden kann, Photosynthese bilden kann, dicht werden kann und vor allem auch strapazierfähig werden kann. Deswegen empfehlen wir in diesem Basic-Pflegeplan, bitte düngt euren Rasen unabhängig davon, ob ihr einen Mähroboter habt, ob ihr mulcht, nicht mulcht, bitte düngt euren Rasen mindestens 4-mal im Jahr. Wir empfehlen dazu anzufangen im April. April ist so ein Wetter, wo man schon düngen kann. Je nach Region kommt es ziemlich stark hin, dass man hier düngt, beziehungsweise dass man nicht zu früh oder nicht zu spät dran ist. Deswegen ist hier der ideale Start der April. Vom Dünger selber haben wir einen Dünger gewählt, der relativ grobkörnig ist, der leicht auszubringen ist, und auch einen Hersteller gewählt, die Firma Eurogreen. Die sind hauptsächlich im Profibereich angesiedelt und auch hier haben die auch günstige Einstiegsdünger, die aber alles beinhalten, was euer Gras benötigt, und deswegen ist auch das unsere ganz klare Empfehlung. Ihr beginnt mit 40 Gramm pro Quadratmeter. Am besten hier kein Streuwagen nehmen, sondern idealerweise
einen Schleuderstreuer nehmen, einen Handschleuderstreuer. Dazu haben wir auch sehr viele Videos gemacht, wie ihr es am besten ausbringen könnt. Danach, ganz wichtig, bitte gut einwässern, das ist sehr wichtig, sonst verbrennt ihr das Gras, sonst kann es sein, dass ihr dem Gras mehr schadet als gut tut. Deswegen entweder gut einwässern oder vor einem Regenschauer einfach den Dünger ausbringen. Wenn ihr mehr zum Thema Dünger wissen wollt, haben wir 2 separate Videos. Da geht es das ganze Video nur um das Thema Dünger. Da könnt ihr auch gerne einfach mal reinschauen. Das nächste, was ihr machen müsst, um einen schönen Rasen zu bekommen, ist mähen. Mähen, mähen, mähen. Thema Mähen ist sehr wichtig, denn nur so wird das Gras angeregt, Seitentriebe zu bilden, dichter zu werden, grüner zu werden, gesünder zu werden. Aber ganz wichtig, achtet bitte darauf, dass ihr scharfe Messer habt. Das ist sehr wichtig, denn sonst verletzt ihr das Gras zu sehr und ihr schadet eurem Gras mehr, wie das ihr ihm gut tut. In einem Basic-Pflegeplan empfehle ich 1- bis 2-mal pro Woche zu mähen. Und die ideale Schnitthöhe befinden wir uns hier zwischen 35 und 50 mm. Da könnt ihr nichts falsch machen, da macht ihr nichts falsch. Euer Gras wird dementsprechend auch gestärkt dadurch, egal was für eine Grasart ihr habt und auch egal wie die Belastung ist. Also zwischen 35 und 50 mm ist hier die Empfehlung. Bitte achtet auch darauf, je kürzer ihr mäht, desto empfindlicher wird euer Rasen und desto anfälliger wird er auch und desto schwieriger wird auch die Rasenpflege. Und 1- bis 2-mal auch ganz klar hier in der Nebensaison, eher so August, September, Entschuldigung, August, Juli, August, da eher 1-mal mähen und in der Hauptsaison im April, Mai dann eher 2-mal mähen. Dann gibt es noch eine Spalte mit einem Bodenaktivator. Der Bodenaktivator ist sehr wichtig. Den habe ich bewusst auf März gesetzt. Je nach Region, wo ihr wohnt, da gibt es kein zu früh ausbringen. Ein Bodenaktivator, es sagt schon der Name, das aktiviert euer Bodenleben. Es kommen Mikroorganismen rein, es kommen Regenwürmer rein. Da haben wir auch ein separates Video gemacht, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Da geht es im ganzen Video auch nur um den Bodenaktivator. Den bringt ihr im März aus. Egal wie die Temperaturen sind, könnt ihr ihn ausbringen. Der geht nicht kaputt, auch wenn es noch zu kalt sein sollte. Wird er dann erst später, 1-2 Wochen später, aktivieren und wird dementsprechend die Nährstoffe freisetzen können, beziehungsweise die Mikrobakterien werden die Nährstoffe freisetzen können. Das ist also der erste Arbeitsschritt, den ihr macht und dann 1 Monat später fangt ihr an zu düngen. Dann gibt es noch ein Thema Wässern. Wie jede andere Pflanze braucht auch Gras Wasser. Das nicht wenig. Gras ist eine der intensivsten Pflanzen, eine der wasserintensivsten Pflanzen. Und da achtet bitte drauf bei Hitzeperioden, dass ihr ausgiebig wässert. Man sagt auch, man soll lieber tiefgründiger wässern mit ca. 15 Liter pro Quadratmeter. Es ist besser, tiefgründiger zu wässern, damit die Wurzeln dem Wasser folgen. Dann gibt es auch noch eine Spalte mit dem Nachsäen. Nachsäen ist sehr wichtig, da bringt ihr einfach regelmäßig frisches Saatgut wieder rein. Die Gräser, die fallen mal aus durch zu viel Belastung, durch Düngermangel, durch Wassermangel. Kann schon mal sein, dass so ein Gras ausfällt. Deswegen ist es auch immer sehr sinnvoll und wichtig, dass ihr das Gras regelmäßig nachsät, euren Rasen regelmäßig nachsät. Und da kann ich euch nur empfehlen, achtet bitte auf sehr gutes Saatgut. Bitte kauft kein Billigzeug vom Baumarkt. Bitte nehmt nur qualitativ hochwertige Samen. Die kosten auch Geld, keine Frage. Zum einen habt ihr den großen Vorteil, ihr spart euch, im Endeffekt spart ihr euch wieder Geld, weil qualitativ hochwertiger Samen auch dementsprechend weniger benötigt wird und die Keimrate deutlich höher ist. Wir verlinken euch übrigens, beziehungsweise hier unten sind unsere Kooperationspartner mit Rabattcodes,
Da findet ihr dann auch dementsprechend die Dünger und findet dementsprechend auch das ganze Saatgut. Vor dem Nachsehen bitte lüften. Es gibt Maschinen, ähnlich wie Vertikutierer, nur haben die eine Lüftereinheit. Ich persönlich halte nichts vom Vertikutieren. Ihr könnt vertikutieren, wenn ihr jetzt extrem Moosbefall habt, wenn ihr extrem Unkrautbefall habt, dann macht ein Vertikutieren Sinn. Aber im Regelfall reicht Lüften aus. Beim Lüften kämmt ihr ganz schonend die Grasnarbe durch und entfernt dann auch euren Rasenfilz. Und das empfehle ich euch einmal im Jahr zu machen. Im Mai ist die ideale Zeit, da haben wir Wachstumshochsaison für das Gras und somit kann das Gras sehr gut diese Schäden, die da entstehen, wieder sehr gut regenerieren. Das war es eigentlich schon. Schon seid ihr durch. Mit sehr wenig Aufwand, mit sehr wenig Arbeits- und Kostenaufwand könnt ihr, wie gesagt, ca. 50% von eurem Gesamtpotenzial von eurem Rasen erreichen. Wenn ihr den Basic-Pflegeplan soweit durch habt und ihr die nächste Stufe erreichen möchtet, es geht nämlich noch besser, noch mehr, es gibt noch mehr zu beachten, dann schaut doch einfach die Videos an vom Pflege- und Düngeplan Professional. Das wäre die nächste Stufe. Da verwenden wir noch andere Werkzeuge bzw. andere Pflegemaßnahmen. Und von daher, wenn Fragen sein sollten, einfach in die Kommentare. Ich freue mich drauf, die beantworte ich sehr gerne. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Abo dalassen, würde uns sehr helfen, wäre uns sehr geholfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.